Unglaublich aber wahr, ich stelle euch heute meine 2 Racebikes für die nächsten 2 Rennen vor. Ja, ihr habt richtig gehört, ich werde bei 2 Wettkämpfen starten. Es sind die ersten in diesem verrückten Jahr und ja, es ist bereits Race Week. Es fühlt sich alles ganz komisch an und ich bin total aufgeregt und nervös und alles drum und dran, aber ich versuche es zu genießen und eine Sache, die ist schon mal safe, dass ich 2 Granatenräder am Start haben werde. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, wo ist denn das Canyon Speedmax, was eigentlich meine Rennmaschine ist. Und ja, das Canyon Speedmax muss leider noch auf ein Rennen warten. Ich hoffe sehr, dass ich vielleicht in ein paar Wochen noch irgendwo auch ein Rennen auf meinem Speedmax machen kann. Aber bis dahin mache ich mein erstes Rennen bei der Challenge Davos auf meinem A-Road und eine Woche später mache ich einen Ausflug in den Cross-Bereich und starte beim Xterra Tschechien mit meinem Lux. Ich stelle euch kurz meinen A-Road vor. Besonderheiten sind die neuen Swisside Laufräder. Das sind die Hartron 2 Ultimate, ganz neu, 500 Profil. Und zusammen mit den neuen Schwalbe Tubeless Reifen ist es, glaube ich, eine richtig bombastische Kombination. Ich fahre auch ziemlich dicke Reifen, wie ich sehe. Philipp, was haben wir da montiert? Vorne und hinten. Ja. Vorne und hinten 28 mm. Ich habe das schon in Kurven erprobt und der Grip ist richtig gut. Dann auch noch gepimpt hinten mit einem Ceramic Speed Cage, damit ich auf jeden Fall jedes Watt, was ich irgendwie geschenkt bekommen kann, geschenkt bekomme. SRM Power Meter. Das Design vom A-Road, das kennt ihr schon von 2019. Das ist sozusagen noch mein 2019er Rad. Es gefällt mir nach wie vor bombastisch. Ich hoffe, es wird auch gut mit meinem HEP-Einteiler zusammen aussehen. Und ein kleines Feature gibt es noch, und zwar Spezial-Raketenpower. Ich hoffe, dass ich genau so den Berg hochfahre und runterfliege. So viel erstmal zu meinem A-Road. Vielleicht interessiert euch noch die Übersetzung, aber ich muss jetzt hier auch nicht alles preisgeben, weil hinterher schaut die Konkurrenz mit, ne? Also Fragen werden dann nach dem Rennen beantwortet. Könnt ihr gerne unten nochmal stellen, wenn ihr welche habt. Dann kommen wir zu Racebike Nummer 2, das Canyon Lux, mein absolutes Lieblings-Mountainbike. Ich will eigentlich kein anderes mehr fahren. Der Philipp hat schon versucht, mir das Drive anzudrehen und es ist auch ein tolles Fahrrad, aber ich muss echt sagen, das Lux, gerade so mit den 100 mm, das taugt mir richtig gut und ich habe das Gefühl, ich komme jeden Trail hoch und runter. Ich habe jetzt nicht so viel Übung gehabt vor dem Xterra Tschechien und der Philipp hat sich, glaube ich, ein bisschen Sorgen gemacht. Aber wir sind vor ein paar Tagen zusammen Rad gefahren und ich glaube, ich konnte ihm beweisen, dass ich das einfach nicht verlerne. So, Besonderheiten an diesem Fahrrad ist, es sieht extrem gut aus. Es ist leicht. Ich fahre natürlich auch tubeless, habe hier einen super duper Spezialreifen, extra für das Rennen. Was kann der Philipp? Der ist ein bisschen breiter als normal, das ist ein 235er von Schwalbe mit einem Edix Super Speed Grip. Richtig, ihr habt es gehört. Verstellbare Sattelstütze. Weiß ich nicht, ob ich das brauche, aber ich habe gehört, da gibt es 1, 2 Drops, also vielleicht ist es ganz cool, wenn ich den Sattel ein bisschen runter machen kann. Ansonsten fahre ich einfach und habe 2 Trinkflaschen drin, auch wenn ihr jetzt hier rumhältet, das sieht komisch aus. Brauche ich halt fürs Rennen, ja. Also ich werde auf jeden Fall eine Pampeflasche machen und eine Wasser und ich weiß auch nicht so genau, wie das mit der Verpflegung ist beim Xterra, deswegen ist es gut, wenn ich viel an Bord nehmen kann. Und natürlich ist auch hier Raketenpower installiert. Das geht ab. Irgendwelche Fragen zu meinen 2 Geschossen, stellt sie jetzt. Top-Secret-Sachen werden natürlich erst nach dem Rennen verraten. Ich hoffe, euch gefallen diese 2 Räder genauso gut wie mir. Und ich freue mich sehr, wenn ihr mir die Daumen drückt,
dass ich damit auch Gas geben kann. Ich habe mittlerweile einige Fragen zu unserem Equipment bekommen. Also mit was filmen wir? Und wie ihr wisst, haben wir uns während der Corona-Zeit jetzt oder eigentlich weiterhin jetzt auch kümmern wir uns um das Filmen selbst. Das heißt, wir haben uns da auch noch mal ein bisschen besser ausgestattet. Und somit ist der Philipp jetzt nicht mehr nur noch Trainer, sondern auch Kameramann. Aber auch ich bin manchmal aktiv. Und wir nutzen primär hier diese schicke Kamera. Das ist von Panasonic, die Lumix G110. Und wir haben die mit verschiedenen Objektiven. Sie ist super leicht und handlich. Wir hatten sie sogar jetzt auch mal in den Bergen dabei, konnten wir einfach in den Rucksack reinpacken, hat nicht wirklich gestört. Mega cool ist auch dieses Display, was man drehen kann, sodass man wirklich immer genau sehen kann, was man eigentlich gerade filmt. Ich finde auch den Griff super cool, da kann man einfach wirklich dann so ein bisschen Blogger-Style rumlaufen. Und genau, also mit der sind wir total happy und die begleitet uns eigentlich gerade überall hin, wenn wir unterwegs sind. Und für Unterwasseraufnahmen haben wir dann noch eine ganz normale GoPro und für die krassen Naturbilder dann noch dieses Gerät. Muss man aber natürlich extrem aufpassen und sich schlau machen, wann man fliegen darf, wo man fliegen darf. Genau, das zu unserem aktuellen Equipment. Wenn ihr weitere Fragen dazu habt, schreibt die gerne in die Kommentare.